Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Gestern sind ein paar sehr interessante News rausgekommen und darüber wollten auch sehr viele informiert werden, wenn das Ganze mal wieder stattfinden sollte. Und zwar haben viele gefragt, auch in der Vergangenheit, wie bekommt man so eine Avatare, wie kann man die gewinnen oder bekommen, wie geht das? Ne? Und ja, EU16 bietet jetzt diese Möglichkeit, wieder mal an 5 Custom-Avatare zu gelangen und da werden in Zukunft noch weitere News genau rauskommen, wie das Ganze funktioniert. Hier steht auf jeden Fall auf EU16, kann man einen von 5 Custom-Avataren gewinnen. Und was auch noch sehr interessant ist, dass es hier, dass der Server released wird in einem Black Month, also in einem schwarzen Monat sozusagen, wo die schwarzen Edelsteine von links und rechts nur so reinscheppern. Und das finde ich sehr interessant, denn wir hatten ja die Black Week gehabt, wir hatten den Black Friday gehabt im November, aber dass es jetzt sowas wie eine Art Black Month gibt, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was das Ganze hier mit sich bringt. Werde ich euch natürlich informieren, wenn es soweit ist. Wenn ihr schon mal gut gewappnet sein wollt für EU16, dann empfehle ich euch sehr, hier nochmal in die Tipps und Tricks Playlist reinzuschauen für Serverstarts, perfekt geeignet für Anfänger oder Wiedereinsteiger, und hier habt ihr eigentlich so das meiste mit abgedeckt, um halt eben gewappnet zu sein für den optimalen Serverstart. Was wir jetzt auch gleich machen werden ist, wir befinden uns ja hier auf EU15 gerade und dort wollte ich ja gestern grandioserweise das Herz zur Unterwelt finden, um die Unterwelt auch zu skippen. Und in der Playlist hier wird das unter anderem auch zum Beispiel vorgemacht, wie ihr das Ganze am besten handhabt. Hier habt ihr quasi ein kleines Show-off, wie man was zu skippen hat, in welcher Reihenfolge man hier verfahren sollte und so weiter und so fort. Ne? Also wirklich eine große Bandbreite, und da kann man dann halt wirklich auch nicht mehr sehr viel dran falsch machen. Ne? Also klickt euch sehr gerne mal hier durch. Wenn ihr halt eben auf EU16 einen von 5 Avataren eventuell gewinnen wollt, ist das auf jeden Fall erstmal so der erste, ja, sag ich mal, Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. Und ja, ansonsten werden wir das jetzt auch gleich machen. Wir holen uns das Herz zur Unterwelt. Ein paar Ressourcen habe ich heute erfarmen können. Viel mehr ist es nicht geworden. Ja, aber ich hoffe mal, dass es reicht für das Herz. Und genau, ansonsten haben wir auch heute Post bekommen. Für das Wochenende haben wir hier Prachtparade der Pilze, Epic Gut Glück, Kaufrausch, Tag des heißen Eisens und auraler Großputz. Und was auch noch sehr interessant ist, wir haben hier auch noch fürs nächste Wochenende ein paar News schon am Start. Und zwar Vorschau aufs nächste verlängerte Wochenende. Da haben wir Halloween mit Schwarzsteinrausch, Hexentanz, ja, endlich Hexentanz und weitere Events auf jeden Fall. Aber was halt sehr interessant ist, ist halt Halloween mit Schwarzsteinrausch. Also da geht dieser Black Month dann halt auch schon wirklich los. Das ist dann nicht dieses Wochenende, sondern nächstes Wochenende. Und nächste Woche, nicht diese Woche Freitag, sondern nächste Woche Freitag ist dann auch schon der 1. November. Und wenn wir in die News reinschauen, dann sehen wir, dass am 1. November auch EU16 starten wird. Also das sind auf jeden Fall sehr gute Startbedingungen für den Server. Ich hätte eigentlich gedacht, dass EU16 eher untergehen wird, nachdem EU15 eigentlich schon gut performt hat und eigentlich ein sehr beliebter Server ist. Wir haben hier jetzt bereits schon über 106.000 Spieler drauf. Das ist deutlich mehr als die letzten 2 Server-Starts in der Zeit zumindest. Und ja, EU16 hätte ich eigentlich so abgestempelt als mit, okay, der Server wird wahrscheinlich wieder relativ unbeliebt werden, aber mit dieser Event-Kombination plus halt eben auch noch den Avatar, sag ich mal, den Avatar-Kampf hier, könnte der Server dann doch nochmal interessant werden, wenn ihr da natürlich mitmachen wollt. Ist natürlich immer so die Frage, ob ihr das dann machen möchtet oder nicht. Übrigens, falls ihr euch fragt, ob der Paladin auf dem Server released wird, das kann ich euch schon mal vorwegnehmen, das wird nicht passieren. Der Paladin wird nicht auf EU16 released werden, das kommt dann erst später. Ich glaube, die News sind noch nicht hundertprozentig draußen, aber das ist auf jeden Fall das, was ich schon mitgekriegt habe. Ne? Und ja, das erstmal so zu den Informationen dazu. Dann wollen wir mal gucken. Oh mein Gott. Ja, heute bekommen wir es halt wirklich tatsächlich im First Try. Ja, das ist ja wirklich
unerhört, sag ich mal. Ja, und da haben wir die Unterwelt freigeschaltet. Ja, und ja, jetzt haben wir noch keine Ressourcen, aber ich mache mal ganz kurz Trick 17. Ja, bitte nicht nachmachen, beziehungsweise ja, alle Creator können das auf jeden Fall nachmachen. Aber ja, das ist halt eben das Privileg eines Sponsorschweins, sag ich mal. Denn, wo kamen denn die Ressourcen auf einmal? Ja, nee, also ne, zur Transparenz, für die das nicht wissen sollten, wir Creator bekommen halt eben alle Starterpakete automatisch freigeschaltet, ne, zumindest halt eben die Starterpakete wie das 5-Euro-Paket, das Festungspaket, das Unterweltpaket und ja, das sind so die Sachen, die wir bekommen, ne, damit wir hier schon direkt loslegen können, dass ihr euch da nicht wundert, wie das jetzt hier zustande gekommen ist, das Ganze jetzt auf einmal. Und ja, dann werden wir das jetzt erstmal so machen. Ich werde das nicht hundertprozentig so skippen, wie ihr das in dem Video gesehen habt. Also macht euch da jetzt bitte nicht ein genaues Beispiel, wie ich das jetzt hier machen werde. Denn ja, im im Tutorial-Video, in der Playlist ist es wirklich halt so ausgelegt, dass ihr das Ganze auch wirklich so hinbekommt, dass ihr Langzeit hier spielt. Hier wollen wir jetzt wirklich darauf gehen, den Gladiator ein bisschen hochzuziehen. Ja, wir haben jetzt schon hier viele Ressourcen verdüstbaddelt, aber ein paar, die restlichen beziehungsweise noch, die stecken wir jetzt noch hier rein. So, man hätte jetzt auch den Gladi noch höher ziehen können, aber 1-2 Tage, denke ich mir so, spiele ich vielleicht hier noch auf dem Server und dann werde ich das Ganze noch alles in den Gladiator hier weiter reinstecken, damit der kritische Schadensbonus dann dementsprechend hier dann auch noch ein bisschen höher ist und deswegen, genau, werden wir das jetzt erstmal so machen. Ne, wie gesagt, nehmt euch da jetzt nicht hundertprozentig ein Beispiel an mir, wie ich das hier jetzt skippe. Wenn ihr es wirklich 1:1 exakt haben wollt, dann guckt wirklich in die Playlist rein, die ich euch gezeigt habe. Da wird es euch so vorgemacht, wie es am besten ist für Langzeitspieler. So, ne? Hier ist es jetzt wirklich, ja, ne, eigentlich hätte ich sogar mir 1-2 Skips sparen können für den Seelenextraktor und wirklich eher auf den Gladi noch weitergehen können, aber ja, ein paar Ressourcen farme ich mir dann doch vielleicht noch hier die Tage zusammen und dann kriegen wir den vielleicht dann doch noch ein bisschen höher auf jeden Fall. Werden wir sehen, wie weit wir kommen. Ja, so, jetzt haben wir aber erstmal die Unterwelt hier soweit ausgebaut und haben jetzt hier zusätzlichen Crit-Schadensbonus von plus 44%. Das ist natürlich für den Anfang jetzt erstmal nicht verkehrt. Mal gucken, wie weit wir noch kommen werden im Laufe dieses EU15-Servers. Ich habe für mich so entschieden, eigentlich habe ich einen Server immer auf Eis gelegt, wenn der nächste Server dann erscheint. Und der nächste Server erscheint ja dann schon am 1. November. Aber ich werde noch 1-2 Tage, denke ich mal, hier auf EU15 weiterspielen, weil es halt wirklich sehr viel Spaß macht hier innerhalb der Gilde. Ich habe selten wirklich so eine Gildenaktivität gesehen wie hier, wenn halt wirklich ein neuer Spieler hier joint der Gilde, dann hat man gleich 15, 20 Nachrichten direkt innerhalb der nächsten 3-4 Minuten gefühlt danach, die einen dann willkommen heißen. Deswegen ist schon sehr, sehr krass auf jeden Fall und mir macht es auch sehr viel Spaß. Heißt das jetzt, dass ich hier auf dem Server Langzeit spiele? Nein, heißt es nicht. Allerdings werde ich hier definitiv ein bisschen länger spielen, als durchschnittlicherweise ich auf Servern spiele. Ich werde alleine schon hier nicht Langzeit spielen werden, weil ich meine Langzeit-Features hier nicht wirklich gespielt habe. Das ist zum einen das Sammelalbum, das habe ich nicht wirklich in Angriff genommen, weil ich halt nicht lange spiele auf dem Server. Die Pets sind komplett, die sind komplett lost. Also die Art und Weise zu füttern, das ist hier halt schon komplett over, das Ding. Da brauche ich mir jetzt auch nichts mehr vormachen. Das Ding ist gelaufen hier. Ne? Das ist immer ganz wichtig, dass man hier nichts verkehrt macht. Hier habe ich alles so ausgelegt, dass ich hauptsächlich ein Pet fütter und damit ein paar Habitate noch mehr schlagen kann.
weil sich die XP nach dem Level hier in den Habitaten richtet, anders als zu den normalen Dungeons, da ist die XP tatsächlich dann statisch, hier ist sie variabel, ja, vom Level abhängend. Und deswegen, das ist der einzige Grund, warum ich hier so gefüttert habe, wie ich halt die Pets bekommen habe. Und deswegen, das ist Lost. Ja, den Arena Manager habe ich gar nicht gespielt, weil ich weiß, ich werde hier nicht lange spielen. Das sind alles so eine Sachen hier, so eine Langzeit-Dinger. Bei der Festung habe ich nichts wirklich ausgebaut. Hier die beiden Steinbrüche und so, da habe ich nichts drauf gegeben, weil ich weiß, ich werde hier nicht lange drauf spielen. Akademie halt alles vernachlässigt und so weiter. Ne? Und deswegen ist der Account eigentlich schon komplett verdüsbaddelt, sag ich mal. Ja. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich auf EU16 wahrscheinlich mehr als Spectator, sag ich mal, auf dem Server bin und nicht unbedingt als krasser Spieler, werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit haben, dann EU15 ein bisschen nachzugehen, als jetzt auch noch auf EU16 irgendwie zu committen. Denn der Server dient für mich dann halt wirklich jetzt eher so als, ja, da gucke ich mal, was auf dem Server passiert. Wir schauen uns den Wettbewerb der Spieler an. Ich bin gespannt, welche Vorteile die Spieler durch durch diesen Black Gem Rush haben werden und wer so das Rennen macht nach den 5 Avataren, ähnlich wie wir es halt eben auch auf EU10 damals gemacht haben. Und deswegen gucke ich eher von der Seitenlinie bei EU16 zu und werde nicht ansatzweise so einen, einigermaßen halbwegs akkuraten Char spielen, wie ich es jetzt hier gemacht habe, obwohl es hier eigentlich schon komplett, den kann man hier schon komplett vergessen. Ne? Das nur nochmal dazu vielleicht. Und ansonsten bin ich da halt sehr gespannt, wer auf dem neuen Server starten wird und wir gucken uns das definitiv an und vor allen Dingen auch, wie dort der Ansturm sein wird. Denn momentan steht der Playa nicht wirklich im allerbesten Licht, sag ich mal, gerade da. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch der ein oder andere Spieler da eventuell gar keinen Bock hat, momentan auf dem neuen Server teilzunehmen. Ne? Aber es kann ja sein, dass trotzdem irgendwie Leute, also es werden trotzdem immer Leute anfangen, so ist es nicht, ne? Und deswegen, gucken wir da halt eben auch drauf, was auf dem Server so passieren wird, ne? So, mittlerweile habe ich hier schon die nächsten 2 Dungeons tatsächlich legen können. Das ist natürlich sehr, sehr geil, das ist auf jeden Fall sehr cool. Warte mal, eigentlich will ich hier nicht den Edelstein rausnehmen, weil ich möchte eigentlich neue Edelsteine jetzt haben, weil wir haben ja jetzt die Mine auf 10 und theoretisch könnten wir jetzt richtig heftige Edelsteine finden. Die Skips sind natürlich jetzt auch desaströs teuer, muss man dazu sagen, ja. Das ist natürlich jetzt so der große Nachteil, sag ich mal, den wir jetzt haben mit Edelstein minus Stufe 10. Aber ja, was willst du machen, ne? Das ist natürlich, wer das eine will, muss das andere mögen, ne? So ist das nun mal. Aber die Steine sind schon echt nice auf jeden Fall. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir regelmäßig Ressourcen zusammengefarmt bekommen, um mich und meine Begleiter hier gut zu equippen, was die Steine angeht, dass die einmal alle neue Steine bekommen. Wir brauchen jetzt erstmal einen Int- oder Ausdauerstein für unseren Markwart. Ja, nee, das ist es nicht. Man sieht jetzt, wie die Ressourcen da oben richtig nahezu wegschmelzen. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig auf jeden Fall. Jetzt gehen wir noch kurz zur Hexe. Verzauberung. Mal die Handschuhe rein, zack. Und dann haben wir das hier. Kunigunde hat Markwart. Okay, hier Bertram fehlt noch, zack. Und wir haben soweit. Okay, sehr, sehr nice. Vielleicht kriegen wir einen großen Innstein für uns selber noch, für die Waffe oder... Oh, okay. Das nehmen wir auch. Achso, hier haben wir sogar einen. 360, 305. Oh, okay, das ist schade. Ich habe hier schon einen großen Innstein drin. Okay. Ich würde natürlich gerne den noch da reinmachen hier. Allerdings ist hier ja schon ein relativ großer drin. Deswegen haben wir, glaube ich, momentan mehr davon, wenn wir jetzt einen schlechten hiervon wegnehmen. Und das machen wir auch mal. Wir setzen den mal da rein, so. Nichtsdestotrotz haben wir hier trotzdem, glaube ich, noch keine Chance, großartig in dem Dungeon hier weiter zu gelangen. Oh, okay, da sind aber teilweise Tries dabei,
Die könnten tatsächlich was werden. Ich denke mal, jetzt werden wir viele Chancen haben, hier und da weiterzukommen, sowohl in der Schattenwelt, als auch in der Lichtwelt, als auch im Wirbelwind, als auch im Märchenturm. Ich glaube, jetzt stehen uns halt die Türen wieder regelrecht offen und ehe ich es gesagt habe, ist es auch schon passiert. Ja, wir haben sogar eine neue Waffe, die Spanne ist komplett shit, deswegen ab in den Kessel, mal gucken, was bekommen wir hier raus. Ja, nichts Gutes, aber den Schrei gucken wir uns normal noch an, ne? Und ja, mit dem Gladiator sollte jetzt deutlich mehr wieder möglich sein. Die Crits schmecken wahrscheinlich jetzt noch umso besser. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an, wie wir hier ihn wegkritten vielleicht. Oh, jetzt müssen wir aber Vollgas geben hier. Zack! Boah! Und da kommt der 12 Millionen Crit. Das scheppert natürlich ordentlich rein. Ja, also jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich wieder ein bisschen Progress. Ne? Und man sieht hier schon, wir haben hier eben gerade Level geschafft und sofort ist da das GZ auf jeden Fall da. Ne? Deswegen, wird da, denke ich mal, auf dem Server hier noch kurzfristig, denke ich mal, noch ein bisschen was gehen in die Richtung. Und ja, dafür soll es aber erstmal soweit gewesen sein von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.